Der Fluss Kongo. Er ist Lebens- und Identitätsstifter für eine ganze Region. Aber sein reißender Strom verschlingt auch die Menschen, ist ein mysteriöser Zugang zur Unterwelt. Als Liebeserklärung und Abrechnung hat der kongolesische Dichter Fiston Mwanza Mujila Fluss im Bauch geschrieben. Es geht um den Schmerz des Exils und den Verlust seiner Heimatstadt Kinshasa. Ein Moloch, der 12 Millionen Menschen vor sich hertreibt. Auch die Regisseurin Carina Riedl. Man könnte auf den ersten Blick sagen, es ist chaotisch, ist es aber nicht. Es hat eine sehr subtile, sehr spezielle Ordnung, die eher funktioniert wie Musik, wie Rhythmus. Und in diesem Chaos, in diesem Zerfall, der alles ist, in dem Destruktiven, das diese Stadt auch hat, weil sie wahnsinnig hart ist und ihre Einwohner dazu zwingt, viele, viele Panzerschichten aufzusetzen, gibt es also so unglaubliche Schönheit, die mich einfach von Anfang an sehr, sehr berührt hat. Die Bedingungen für die kleine Theatergruppe sind extrem. Die Technik muss größtenteils aus Europa mitgebracht werden. Teile des Bühnenbilds wie diese Röhrenfernseher werden abenteuerlich auf Märkten erobert. Die große Hitze ermattet die Darsteller. Proben sind nur am Abend möglich. Man lebt zusammen und befindet sich im Rausch der Inszenierung. Bei diesen ganzen Umständen ist es wirklich fast ein Wahnsinn. Ich musste sofort an Herzog denken, an Werner Herzog, an Fitzcarraldo oder an solche Geschichten, weil ich mir dachte, okay, wir versuchen hier auch etwas ziemlich Unmögliches machen. Auch mit dem ganzen technischen Equipment, die man hier sieht, das ist hier überhaupt nicht selbstverständlich. Alles ist hier unmöglich zu bekommen. Und dann der Text. Fluss im Bauch ist eine Sammlung von über 100 einzelnen Texten. Keine Geschichte, eher Fragmente der Verzweiflung. Auch für die Darsteller, die ihn auf Deutsch, Französisch und Lingala, der Sprache des Kongos, vortragen und mit ihm spielen. Leonardo da Vinci! Man konnte richtig sehen, wo ein Missverständnis entsteht, wo das weitergetragen wird und wo dadurch eine Irritation hervorgerufen wird. Das war wie, man hat gesehen, dass Kommunikation ein Lebewesen ist. So, das aus allem besteht, die es quasi erzeugen. Das war irre. Die Premiere im Institut Français zieht Kinshasas Kulturelite an. Das Theater ist zur Seite offen, damit die Hitze und der Wahnsinn ein Ventil finden. Diese Scheintonsäule, Halleluja, Halleluja, Halleluja! Fluss im Bauch wurde auf Einladung des Goethe-Instituts 7 Wochen in Kinshasa erarbeitet. So lange Probenzeiten sind im Kongo unbekannt und vor allem in der Monsunzeit fehlt dafür die Infrastruktur. Erst 2015 wurde nach über 20 Jahren Pause wieder ein Verbindungsbüro des Goethe-Instituts eröffnet, das sich vor allem um Kulturaustausch kümmert. Leiterin Astrid Martron ist hauptsächlich auf sich alleine gestellt und stellt sich täglich den unterschiedlichsten Herausforderungen. Die letzten 2 Jahre waren ein Ausnahmezustand, weil eigentlich 2016 Wahlen hätten stattfinden sollen, die dann verschleppt wurden. Also man steht unter Beobachtung, das ist ganz klar. Gleichzeitig, dadurch, dass es jetzt keine offizielle Zensur gibt, gibt es auch niemanden, der sagt, das dürft ihr nicht machen. Nur je nach Inhalt, je nach Thematik muss man sich bewusst sein, dass das unter Umständen schwierig werden kann. Eine Stöckelhöhe über der Politik schwebt die Choreografie von Doreen Mokka. Der offen schwul lebende Künstler aus Lubumbashi im Süden Kongos kommuniziert im Tanz, was hier eigentlich tabu ist: Sexualität. Ich suche diesen Moment der Konfrontation, um den Raum für einen Dialog zu schaffen. Und dieser Dialog kann mit diesem Tanz beginnen, den jemand nicht mag. Er kann mit diesem Text beginnen, den jemand versucht zu verstehen. Und er kann mit Fragen starten, die die Leute mit nach Hause nehmen. Für mich ist nicht wichtig, dass die Leute etwas verstehen oder lieben, sondern dass sie für 1,5 Stunden zu diesem Ort kommen und mit etwas im Kopf gehen. Die Kulturszene des Kongos, sei es Musik, bildende Kunst oder Theater, lebt von der ständigen Improvisation. Es gibt keine staatliche Förderung und es wird kein Eintritt verlangt. Dafür erreicht die Kunst auch alle Schichten, wie die zweite Vorstellung von Fluss im Bauch am Rande Kinshasas in der Nähe des Kongos zeigt. Sturzbachartige Regenfälle und Blitze können das Spektakel nur kurz unterbrechen. Danach geht es umso intensiver weiter.
Das ständige Jonglieren widrigster Umstände hat die Künstler des Kongos unerschrocken gemacht. Ich weiß, ich kann nicht alles haben und das schränkt meine Verrücktheit ein. Deshalb versuche ich, die Größe meiner Vision zu reduzieren, je nach den Mitteln und Bedingungen, die mir zur Verfügung stehen. Ich denke, wenn wir Rahmenbedingungen wie in Europa hätten, gepaart mit unserer Kreativität, hätten wir die besten Shows der Welt, hier im Kongo. Diese Anstrengungen kosten natürlich Kraft. Vielleicht werden Carina Riedl und ihr Ensemble nie wirklich begreifen, wie sie den Fluss im Bauch über einen gewaltigen Berg tragen konnten. Aber eben diese Intensität ist wahrscheinlich die Quintessenz des Textes von Fiston Mwanza Mujila. Das Ensemble trägt ihre Vision auch nach Österreich und Deutschland und damit ein kleines Stück intensiven Wahnsinns des Fleuve Congo, des Kongo-Flusses aus dem Herzen der Finsternis.